Rita ist noch immer in Weihnachtsstimmung. Ja, natürlich. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch heute mal, was wir so in den letzten Stündchen und auch Minütchen gemacht haben. Und wir machen mit euch heute einen kleinen Rundgang in unserer Stadt. Wir haben wieder ein bisschen gebaut, es ist wieder ein wenig was passiert. Das Jahresende kommt immer näher. Schauen wir mal, ob nächstes Jahr alles besser wird. Wir hoffen es zumindest. In unserer Stadt ist auf jeden Fall einiges wieder besser geworden. Und da möchten wir euch heute ein bisschen ein kleines Update geben. Genau. Zuallererst zum Hafen, wo wir ja so viele tolle Kommentare und so viele tolle Vorschläge bekommen haben bezüglich dieser Anlage hier. Ich gebe mal die Baufahrzeuge ein bisschen auf die Seite. Extrem viele coole Ideen, also zum Beispiel auch irgendwie, dass der Fisch angeliefert wird und auf der anderen Seite dann die Fischstäbchen oder Sushi rauskommt. So viele coole Kommentare. Wir haben uns noch nicht ganz entschieden, was wir jetzt machen sollen. Also da gibt es noch ein bisschen eine Streiterei. Und das Problem war, dass Rita mich in den letzten Tagen dauernd eingeteilt hat, dass ich hier irgendwo anders beim Winterdorf oder so helfen musste. Vielleicht habt ihr es gesehen, da ist einiges passiert und ich bin überhaupt nicht zum Hafen gekommen. Ich habe jetzt mal versucht, also die Kommentare alle natürlich gelesen. Ich bin momentan wirklich ein großer Fan vom Vorschlag einer Fischfabrik oder wo da Fischstäbchen gemacht werden. Auch die Raffinerie gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt mal gestern, wie Rita schon geschlafen hat, mir ein bisschen Zeit genommen und hier mal so eine Halle in Backsteinoptik aufgebaut. Da fehlen noch ein paar dieser Mauersteine. Das heißt, die Fenster habt ihr ja schon gesehen. Ich habe jetzt rundherum einfach mal alles gemauert, um mal ungefähr die Dimensionen des Mocks irgendwie in ein Bild zu fassen. Das heißt, innen hat sich noch nicht so viel getan. Ich habe hier nur mal, die habe ich gefunden, so, die werden sich vielleicht für eine Produktion, was auch immer es dann wird, auch eine Lego-Fabrik wurde vorgeschlagen. Wir haben eine Autofabrik, eine Schiffswerft, also alles Mögliche und auch was hier gelagert wird. Der Innenbereich ist jetzt noch leer, aber wie gesagt, das ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass das so bleiben wird. Ich habe jetzt mal hier ein Grundkonstrukt aufgebaut und habe auch mal so ein einfacheres Dach gemacht. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, sei dahingestellt, aber es sieht schon mal ganz cool aus und das Besondere daran, es ist nämlich hier eine Außenstiege und da kann man dann auch aufs Dach hinaufgehen, denn wir haben mit dem Dach auch was vor. Wir filmen das dann noch von der anderen Seite. Auf jeden Fall bin ich im Internet fleißig am Schauen, was es hier noch so alles gibt an Mocks, an Vorschlägen. Danke für die coolen Kommentare auf jeden Fall. Bin mir sicher, dass dieser Bereich im Strand was heißt im Strand? Eigentlich war das nie geplant, dass das ein Strand wird, aber Rita hat sich den einfach genommen. Dass das hier ganz toll wird, da werde ich mich jetzt in den nächsten Tagen mal wieder dazu klemmen. Ich habe auch Teile bestellt bei Bricklink dafür und dann fangen wir gemeinsam mit der Planung an. So ist auf jeden Fall mal jetzt, das geht sich auch hier ganz haarscharf mit dem Zug aus, da kommt auch ein anderer Zug problemlos durch, geht sich genau aus. Und ja, danke auf jeden Fall für eure netten Kommentare nochmal und dass ihr so tolle Rückmeldungen geschrieben habt bezüglich der Erhöhung hier, die wir gemacht haben. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Wir kommen gleich zu einer weiteren kleinen Neuerung, die wirklich nur klein ist. Wir haben 2 Friends-Sets ausgebaut und das ist hier dieser Burgerladen, der von dieser Racing-Serie ist. Ich stelle hier mal die das ist schon fixiert auf der Bodenplatte, den kann man gar nicht aufheben. Genau, es gibt ein paar tolle Friends-Sets, aber die sind immer hinten und auch oben offen. Das ist das Problem. Oben habe ich mir gedacht, ist es in dem Fall voll okay, weil irgendwo möchte ich immer reinschauen in die Sets. Ich finde das immer ganz nett. Wenn man dann noch sieht, was da auch innen drinnen vor sich geht, speziell wenn es zu viel ist. Aber wir haben hier außen, oder Christoph hat hier außen, die Wände gebaut und ein paar Fenster eingebaut und so weiter und so fort. Ich habe auch den Innenteil ein bisschen verändert, damit sich das dann alles ausgeht, aber es ist alles erhalten geblieben. Der coole Sessel mit dem Auto und auch die Bar ist noch da. Das Set ist mehr oder weniger nur um eine Noppe erweitert worden auf allen Seiten. Jetzt geht sich das mit den Wänden eigentlich ganz toll aus. Und Rita gefällt es, dann bin ich auch glücklich. Sehr gut. Und ich nehme euch jetzt noch mit. Achtung, ich schummel mich mal hier vorbei. Rita zeigt euch, was sie sonst noch so gemacht hat. Genau.
Am Strand hat sich eigentlich nichts getan, so viel ich jetzt im Kopf habe. Den haben wir jetzt mal gelassen. Es ist auch ein bisschen zu kalt für den Strand. Da und dort ist vielleicht die ein oder andere Figur dazugekommen. Ja, das kann wohl sein. Aber da ist nicht großartig was passiert. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt mal an dieser Hauptstraße zum Strand alle Gehsteige gefliest. Da fehlt eigentlich nur mehr der Bahnübergang. Ich habe mir gedacht, das sieht dann einfach besser aus und auch wenn wir hier die Straße noch ein bisschen verändern vom Layout her, dann eine geflieste Straßenplatte kann man sowieso immer brauchen, die kann man ja auch verschieben. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist das Set, das ich bearbeitet habe. Das ist auch ein Friends-Set. Ihr kennt es sicher schon, diese Cupcake-Laden. Und da habe ich eben vorne diese schiefen Fenster eingebaut, damit da vorne quasi eine überdachte Essmöglichkeit ist. Sowas wie ein Wintergarten oder eine Terrasse oder sowas ist das jetzt. Aber ohne Fenster. Rita hat auf Fenster absichtlich verzichtet. Ja, ich habe mir gedacht, das passt so auch. Hier drinnen sitzt jemand, dem schmeckt leider der Cupcake so gar nicht. Ich glaube, der hat sich die falsche Sorte bestellt. Kann passieren. Und rechts daneben ist ein süßes, junges Pärchen, das wohl das erste Date bei einem treffen sich dort. Hat. Ist das nicht niedlich? Aber sehen sie ja glücklich aus. Also ich glaube, sie sind zufrieden mit ihrem Date und hoffentlich auch mit dem Essen und Trinken dort. Auch die Hinterseite hat Rita ein bisschen erweitert. Die Bar ist jetzt größer. Und da wird eben gerade wieder ein Cupcake verkauft. Ihr seht es, der Bauarbeiter gönnt sich in seiner Pause da etwas Süßes. Ich finde, das ist echt ganz nett geworden. Und wie gesagt, ich wollte es dann nicht ganz zubauen mit einem Dach und hinten, damit man auch noch sieht, was da drinnen passiert. Ganz richtig. Also Rita verbessert auch die Friend-Sets immer wieder. Genau. Wir folgen dir unauffällig. Was kannst du uns sonst noch präsentieren? Haben wir noch ein paar neue Fahrzeuge aufgestellt, wie zum Beispiel diese Reinigungsmaschine. Genau, also auch Fahrzeuge, natürlich Figuren und so weiter. Hier haben wir wieder Besuch. Und so Kleinigkeiten wie zum Beispiel hier diese Telefonanlage oder den Safe, der wahrscheinlich Diebesgut beinhaltet. Also das tut sich immer wieder. Ihr habt schon gesehen, wir haben auch beim Basketballfeld Bodenplatten drunter gelegt, dass das auch ein bisschen sauberer aussieht. Genau. Und der Eingang zu meinem Haus ist endlich fertig gefliest. Ja, den habe ich gemacht. Danke. Bitte. Da ist vorher dieses Schachbrettmuster nicht ganz bis zur Gehsteigkante gegangen, aber jetzt ist es soweit. Und ja, wir verbessern immer wieder mal, teilweise arbeiten wir auch an mehreren Projekten gleichzeitig, wo es uns gerade freut. Man bleibt immer mal wieder wo stehen und sieht was Neues und dann braucht man was. Das habt ihr vielleicht auch noch nicht genau gesehen. Wir haben jetzt mal das Layout für unseren Piratenpark gelegt. Wir haben hier als Eingang mehr oder weniger in den Gruselpark diese Gefängnisinsel gewählt. Das sieht ganz cool aus, finde ich. Das passt auch. Ja. Denn hier haben wir noch beige Bodenplatten bestellt. Hier wird der gesamte Bereich dann noch unter Wasser gesetzt. Oh ja, das wird wieder cool. Und die Leute müssen dann, haben wir glaube ich sogar schon mal gesagt, hier mit so Ruderbooten durch das Layout paddeln. Hier haben wir das große Piratenschiff, die Barracuda Bay, die Piratenachterbahn und so weiter aufgestellt. Also das wird alles noch unter Wasser gesetzt und dann gibt es nur so Anlegestellen, wo man aussteigen kann. Lauter Wasserfliesen kommen rein. Das wird ein Traum für Rita. Ja. Also da tut sich sicher demnächst auch noch einiges. Zum Winterdorf haben wir euch jetzt ja 2 Videos gezeigt. Da haben wir nur ein paar mehr Steine hier bei der Mauer eingebaut und ich glaube ein paar Figuren. Ja. Danke für eure tollen Vorschläge für die Seilbahn oder diesen Sessellift. Das werden wir jetzt dann bald angehen. Ich habe mich nur noch nicht getraut, weil ich das alleine lieber nicht mache, nicht, dass da alles dann umfällt. Da werden wir uns mal dazusetzen und mal schauen, welche Teile wir alle da haben. Stimmt. Und dann wird das bestimmt ganz toll. Genau. Ich habe übrigens diese beiden gelben Verladekräne hier, den hier und den hier mal ein bisschen adaptiert. Da ist mir nämlich eigentlich nicht aufgefallen zuerst, aber da war
die waren schief. Also ich habe die mal umgebaut, ich habe die Bodenplatten entfernt und die waren irgendwie zu nahe beieinander. Jetzt hat der Kran irgendwie so schief ausgesehen. Also da haben wir auch gearbeitet. Das war mal ein kleiner Handgriff für zwischendurch. Ja. Ansonsten hier leider nicht so viel Neues, aber wir kommen gleich wieder zu einer Neuheit. Und zwar eine tolle Geschichte. Rita ist ratlos, denn ich glaube, sie hat das selbst noch gar nicht gesehen. Nein, kalt. Wärmer, wärmer, wärmer. Nein. Okay, ich sag's euch. Ich habe überlegt, was wir hier machen sollen mit diesem Bereich hier, der so unter der Monorail ist. Da haben wir ja das, nennen wir es Problem, dass wir hier diese Baustelle haben, die aber cool aussieht, wo eine weitere Linie in Richtung Stadtzentrum in Bau ist. Und dann hier mit der Weiche. Ich habe nicht recht gewusst, was wir hier hingeben können und vor allen Dingen hatten wir den Platz einfach noch zur freien Verfügung und ihr schreibt immer, ihr wollt mehr Platz für Gleise, natürlich für einen kompletten Rundkurs, da sind wir noch immer am Überlegen, aber natürlich auch mehr Abstellgleise. Jetzt habe ich mir gedacht, das könnte sich mit einer zusätzlichen Weiche hier genauso ausgehen, dass wir hier noch 2 Abstellgleise einbauen können und da habe ich mir gedacht, das passt doch perfekt für 2 9-Volt-Garnituren. Das hier sind Waggons aus so einem, ich glaube, jetzt habe ich die Setnummer direkt vergessen, weil ich so nervös so bin. Schön ist. Ein tolles Set mit den beiden Fahrzeugen hier oben drauf. Den könnte man vielleicht noch umdrehen. Und hier ein Zug, die 4512. Hier macht sich, wo ist der hin? Was? Hier habe ich einen Bankräuber hineingegeben, der hier das Geld stiehlt, aber er steht hier, das ist sehr seltsam. Da hat schon Herrscher auf dem Weg. Irgendwer hat da wieder umgebaut. Auf jeden Fall hier habe ich noch dunkelgraue Grundplatten bestellt. Das heißt, hier wird das noch mit dunkelgrauen Platten unterlegt und dann vielleicht mit einem Zaun. Und das geht sich dann bestimmt so aus, dass wir auch irgendwie den Kran hier noch einbauen können. Und ich denke mal, dass das hier ganz nett aussieht, einfach so als kleiner, was heißt hier Güterbahnhof, einfach ein Abstellgleis. Denn Abstellgleise haben wir eigentlich fast keine, denn dort drüben, das sind ja eigentlich fast nur Verladegleise, wo die Güterzüge beladen und entladen werden und da passt das hier. Ich finde, das sieht auch ganz nett aus. Man kommt hier von der Innenstadt nach hinten, hier ist nochmal der große Bahnhof aus derselben Zeit und dann sind hier einfach 2 Abstellgleise und wir haben noch 2 Züge mehr. Hier ist beim ersten zwar keine Lok dabei, aber nette Waggons. Auf jeden Fall. Dazu, ja. Eine letzte Sache würde ich gerne noch herzeigen, denn letztens. Ja, vielleicht will ich auch noch was herzeigen. Oh. Nein, nicht das, was du meinst. Von dieser Perspektive das Fußballfeld. Bei dir kennt man sich nicht aus. Ja, genau. Wir haben euch ja mal das Fußballfeld gezeigt und da haben wir gesagt, dass das so schwer zu filmen ist. Genau. Jetzt ist Rita aufgefallen, dass sie eine Perspektive gefunden hat, wo man das sehr toll sieht. Und zwar mit einem kleinen Schwenk über unsere Downtown. Hier aus diesem Winkel, wenn man hier zwischen dem Krankenhaus und dem Einkaufszentrum durchschaut, sieht man diese Fußballsets total gut. Ja. Und es ist einfach mal die andere Perspektive, also die vom Eingang. Und das sieht schon echt cool aus. Ich meine, es ist noch nicht ganz fertig. Da irgendwie würde ich, glaube ich, noch beim Eingang ein bisschen mehr noch machen. Ich weiß noch nicht. Aber an sich echt cool. Man kommt da vom Shoppen und geht dann rüber durch diesen Eingang mit den Fähnchen und ist dann schon im Fußballfieber. Richtig. Wir haben jetzt auf jeden Fall die grünen Bodenplatten gelassen. Wir finden auch, dass das besser aussieht und ja, das ist auf jeden Fall noch ein netter Shot hier, dass man hier auch nochmal das Geschehen am Fußballplatz sieht. Was ich euch noch zeigen möchte, Rita ist anscheinend schon fertig, aber es ist Mittagszeit, sie hat Hunger, sie will essen und das war gerade ihre Mutter, die hereingeschaut hat und gesagt hat, dass sie fertig gekocht hat und dass wir essen kommen sollen. Es gibt Schlimmeres, aber wir haben jetzt noch was zum Zeigen. Also Rita, noch kurz einen Moment Geduld. Ich gedulde mich. Ich drücke auf die Tube. Ich habe hier, da bin ich leider auch nicht fertig geworden momentan, unser Studio mal ein bisschen aufgebaut. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir haben ja hier unsere beiden Minifiguren schon längere Zeit und Rita hat da mal eine Kamera aufgebaut. Dann haben wir ja diese Torsos, die wir bekommen haben,
als Dankeschön für den Auftritt oder die diversen Auftritte bei der Building Bricks for Happiness Stream-Serie im Frühjahr. Du hast hinten, habe ich gesehen, unsere Küche sehr abstrakt nachgebaut. Ja, es ist natürlich nicht so schön geworden wie die Küche von Grimona zum Beispiel. Ja. Aber wir haben hier auch unsere KitchenAid, den Wasserhahn und so weiter, die ganzen Kästen. Das ist ein bisschen einfacher nachgebaut. Und ich habe mir gedacht, hier fehlen natürlich noch diverse Paneele. Die habe ich aber schon nachbestellt, dass wir auch das Dach aus Glas bauen können, damit man von oben auch hineinsieht. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie nett, man kommt hier so in den Raum, in die Lego-Stadt herein und dann ist so ziemlich das Erste, was man sieht, hier die Downtown und hier ist so als kleines Highlight gleich mal unser Studio aufgebaut und ich habe mir gedacht, ich baue hier noch einen Bahnübergang und hier so einen kleinen Gehweg und hier können sich dann die Leute versammeln, unsere Fans, und können uns zuschauen, wie wir wieder ein neues Video drehen. Also das zeigen wir euch, wenn es fertig ist. Ja. Und ja, zu guter Letzt, wir sind uns noch nicht sicher, was wir mit dieser Platte machen. Da haben wir noch nicht entschieden. Jetzt warten wir mal, was Lego alles 2021 auf den Markt schmeißt. Da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Platz. Was wir jetzt auf jeden Fall mal gemacht haben, ist hier das Arkham Asylum und auch die Schule ein bisschen nach hinten gerückt, weil das gibt uns nämlich die Möglichkeit hier vielleicht noch, dass wir wenigstens den Platz sehen und hier vielleicht noch einen Park einbauen. Wir können den Zoo auch noch ein bisschen nach rechts oder nach links verschieben, ist uns eingefallen. Den Motorradfahrer mit der Pizza hat es umgehauen. Oh nein, ein Lieferservice, der umgefallen ist. Auf jeden Fall wollen wir natürlich auch den Platz hier noch nutzen. Ich habe übrigens auch versucht, hier hinten ein Abstellgleis einzubauen, aber das ist sich mit der Kurve nicht ausgegangen. Ja. Also wie gesagt, wir warten hier jetzt noch auf unsere Bestellung mit Bodenplatten. Und dann werden wir vielleicht hier auch noch entweder ein Gebäude hinbauen oder vielleicht, keine Ahnung, was passt gegenüber von einem Gefängnis. Ich habe zuerst geglaubt, irgendeine Konzertbühne, aber ich weiß nicht, ob das so ein gutes Omen hat, wenn da eine Konzertbühne ist. Wir werden uns da Unterhaltung im Gefängnis. Wir werden uns da auf jeden Fall noch was einfallen lassen für diesen Platz hier. Das sind, ich schätze mal, 6 oder sogar 8 Baseplates, die wir hier noch verbauen können. Dasselbe ist bei der Schule. Da haben wir auch schon ein bisschen überlegt, aber wir sind dann noch am Schauen. Danke auf jeden Fall für eure tollen Kommentare. Ohne euch wäre die Stadt nicht dieselbe. Nein. Rita freut sich da immer, wenn sie nette Nachrichten bekommt. Und ja, wenn es was Neues gibt, dann melden wir euch wieder. Das war jetzt mal wieder so ein kleines Speedy Gonzales Video, also wobei es ist schon fast 18 Minuten. Also danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Oh ja. Vielleicht lassen wir auch wieder mal einen Zug fahren. Wir haben jetzt sicher mal wieder die Zeit dazu, jetzt wo es ruhiger wird gegen Ende des Jahres. Und dann melden wir uns wieder. Auf jeden Fall. Baut auch ihr was Schönes, wer weiß was. Und falls ihr eine Idee habt, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Genau. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rita will jetzt was essen, also sie spricht nichts mehr zu uns. Dann lassen wir es für.